Dieses Video wurde durch die großartige Arbeit von Wolfgang, genannt KPEV, im Stummi-Forum inspiriert. Dort beschreibt Wolfgang die Entwicklung eines H0-Schienensystems, das eine originalgetreue Kopie des preußischen Weichen- und Gleissystems ist. Im Stummi-Forum beschreibt Wolfgang, wie man Schienenprofile mit einer gewöhnlichen, handbetriebenen Fressmaschine fräst. In diesem Video geht es darum, wie man solche Profile mit einer computergesteuerten CNC-Fressmaschine fräst. Als Beispiel nehme ich eine Backenschiene, also die feste Außenschiene, an der die Zunge einer Schiene anliegt. Man kann solche Schienen in Kombination mit einem Weinet-Gleisrost verwenden und auf diese Weise billige Weichen selbst herstellen. Ich habe die Backenschiene gefräst, um sie in meiner doppelten Gleisverbindung, auch Hosenträger genannt, zu verwenden. Ich habe sie selbst in Fusion 360 entworfen und mit meinem Prusa 4 gedruckt. Das Fräsen wäre auch auf meiner MF70 möglich gewesen, die ich für die CNC umgebaut habe. Allerdings habe ich diese nicht benutzt, sondern meine große Holzfräse. Ich fand die letztere Maschine etwas stabiler und einfacher zu bedienen, obwohl die maximal erreichbare Geschwindigkeit nur 12.000 Umdrehungen pro Minute beträgt. Mit der MF70 sind 20.000 Umdrehungen möglich, was ein besseres Ergebnis ermöglicht hätte. Als Fräse habe ich ein Sorotec VHM, ein Schneider von 3 mm genommen. Zur Steuerung habe ich die UGS-Plattform verwendet. Diese Software ist Open Source und läuft auf allen bekannten Betriebssystemen. Jetzt wollen wir mal sehen, wie das Fräsen in der Praxis aussieht. Das Fräsen der Backenschiene erfolgt in 4 Schritten. Zuerst bewegen wir die Fräse zu einem Startpunkt oberhalb der Schiene. Die X- und Y-Positionen sind dabei nicht sehr kritisch und dürfen um einen Zehntel Millimeter variieren. Die Z-Position ist jedoch kritisch. In einem zweiten Schritt bewegen wir deshalb den Fräser in 500 mm Schritten nach unten, bis der Fräser die Oberseite des Schienenprofils berührt. Nachdem wir nun die genaue Z-Position bestimmt haben, wird der Fräser zu dem Punkt bewegt, an dem wir mit dem Fräsen beginnen wollen. Als nächstes wird die Aussparung in das Profil gefräst, damit die Schienenzunge später perfekt in sie hineinfällt. Diese Aussparung wird eine Länge von 80 mm und eine Tiefe von 55 Hundertstel mm haben. Diese Tiefe wird nicht auf einmal gefräst, sondern in 11 Schritten von je 500 mm. Dieses Fräsverfahren dauert mehrere Minuten. Wie wir im UGS-Fenster sehen können, wird mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 200 gefräst. Die Rückwärtsbewegung erfolgt mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 800. Wir lassen das Video jetzt etwas schneller laufen, weil wir sowieso 11 Mal das gleiche sehen. Wir sehen, dass, im Vergleich zum manuellen Betrieb, eine computergesteuerte Fressmaschine besonders sinnvoll ist, wenn längere Stücke gefräst werden müssen, wie Backenschienen und Weichenzungen. Sobald der Ausschnitt gefräst ist, fährt der Fräser zurück in die Ausgangsposition und das Profil ist fertig. Das Ergebnis ist hier zu sehen. Die Backenschiene ist in einem Weinet-Gleisrost montiert. Der rot markierte Teil ist das, was wir weggefräst haben. Danke fürs Zuschauen.